Ach ja, Bluetooth-Kopfhörer. Wer hat sie nicht eigentlich schon seit Jahren immer dabei? Für mich sind es seit, ich glaube, mittlerweile 4 Jahren die AirPods Pro bzw. mittlerweile die AirPods Pro der 2. Generation. Warum? Weil sie meiner Meinung nach mit das beste Klangerlebnis haben und ein Noise Cancelling, was vernünftig funktioniert. Ich kann sie im Flugzeug, ich kann sie in der Bahn, ich kann sie im Fitnessstudio benutzen und alles drumherum wird vernünftig ausgeblendet. Seit nun ein paar Monaten habe ich auch die Sony XM5 1000, Sony WH-1000 XM5. Da könnte Sony echt nochmal was am Namen machen. Auch tolle Kopfhörer, die anders als die AirPods Pro Over-Ears sind und nicht In-Ears. Gerade wenn man mal auf Reisen ist, ist es eigentlich ein richtig tolles Ding, so welche Kopfhörer zu benutzen, statt halt den ganzen Tag In-Ears drin zu haben. Irgendwann tun einem die Gehörgänge irgendwie weh. Ich hatte vorher auch die Apple AirPods Max, habe die dann aber verkauft, weil mich so ein paar Sachen an denen gestört haben. Dass sie nur ausgehen, wenn du sie in die Verpackung reinpackst, dass man irgendwie nicht so diesen entspannten Workflow hat wie mit anderen Kopfhörern einfach. Ich kann sie auch nicht einfach per Kabel benutzen, wenn ich es mal möchte. Ich habe kein USB-C mehr dran gehabt, deswegen war es für mich auch ein Zeitpunkt irgendwie, der da gekommen war, wo ich sie gerne loswerden wollte. Tja, aber die Sony WH-1000 XM5, irgendwie stimmt da was mit dem Noise Cancelling nicht. Ich kann die AirPods Pro, ich konnte die AirPods Max stundenlang aufhaben. Ich konnte damit 2 Stunden fliegen, war vorher 2 Stunden im Zug, danach noch 2 Stunden im Bus und ich war wirklich die ganze Zeit entspannt dabei, diese Kopfhörer aufzuhaben, hatte Noise Cancelling an, ohne davon Kopfschmerzen zu bekommen. Bei den Sonys ist es so, dass die einen gewissen Druck auf den Kopf ausüben. Und nicht, weil sie irgendwie schlecht sitzen. Diese Kopfhörer sind extrem bequem, extrem leicht. Durch das Noise Cancelling wird ein Druckfeld in den Ohren, um den Ohren bei mir aufgebaut, was es für mich echt nicht schön macht, diese Kopfhörer zu tragen. Ich habe häufig in den Durchlässigkeitsmodus geschaltet, einfach um dieses Druckgefühl wegzubekommen, um es irgendwie zu vermeiden, dass ich Kopfschmerzen hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine AirPods zu Hause liegen lassen und saß im Zug nach Frankfurt, eine 5 Stunden Zugfahrt, weil ich irgendwie zu doof war, den richtigen Zug zu buchen. Auf jeden Fall, ich musste arbeiten. Ich brauchte diese Kopfhörer, um Musik für den Gig abends rauszusuchen, um mich auf meinen Abend vorzubereiten. Und ich musste es irgendwann unterbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Ich weiß nicht, ob es ein Bedienfehler von mir ist, aber falls ja, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht ein ähnliches Erlebnis mit Kopfhörern von Sony, von Bose oder vielleicht ist es bei euch sogar von Apple so. Dann bin ich da offen für einen Austausch. Ansonsten soll das so ein kleiner Vergleich, Input von mir für euch in eine Kaufentscheidung für die Sonys mit rein sein. Ich würde euch zu dem Zeitpunkt eher die AirPods Pro oder, falls ihr zu viel Geld habt, die AirPods Max empfehlen. Und ich hoffe, dass die Sony irgendwie noch ein Update bekommen und zurückschicken werde ich sie nämlich nicht, weil sie vom Klang her echt richtig gut sind. Soll es heute aber auch gewesen sein. Wir sehen uns die Tage zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Ciao.